Liebe Zuschauer, das hier sind Abschreibfehler und Korrekturen, die in den frühesten Koranhandschriften existieren. Es sind Wörter und Sätze, die verändert wurden, und die Beweise kann jetzt jeder einsehen. Es gibt in den frühesten Koranhandschriften tausende Abschreibfehler und wir möchten euch einige dieser Abschreibfehler zeigen. Dann geht es hier nicht wieder um die Lesearten des Korans? Nein, es geht hier nicht um verschiedene Dialekte, um verschiedene Lesearten, um die diakritischen Zeichen, das Arabisch der Syrer oder der Iraker. Ein arabisches Wort kann mit einem anderen Dialekt, mit anderen Vokalen anders gelesen werden. Etwas anderes bedeuten, das stimmt. Aber nein, wir sprechen hier über die Konsonanten, über diese Zeichen. Zu den sogenannten Lesearten des Korans und wie der Koran damals laut Tradition entstanden ist, haben wir bereits Videos veröffentlicht. Hier kannst du sie dir anschauen. Bitte nicht missverstehen. Es geht hier auch nicht um die deutsche oder englische Übersetzung. Nein, wir sprechen über den arabischen Korantext, über dessen Konsonanten. Also sprechen wir heute über Abschreibfehler und Korrekturen? Genau. Dazu übersetzen und kürzen wir ein Video dieser beiden Personen. Auf dem Bild zu sehen ist Al-Fadi, er ist in Saudi-Arabien aufgewachsen und studiert die arabische Sprache. Rechts ist Dr. J. Smith. Die beiden sprechen in ihrem Video auf Englisch über das neu erschienene Buch Corrections in Early Quran Manuscripts. 20 Examples von Dr. Daniel Allen Brubaker. Das Buch gibt einen kleinen Einblick in seine Forschung. Der Wissenschaftler Dr. Brubaker hat die Orte, in denen die verschiedenen frühesten Koranversionen zu finden sind, selbst besucht. Sie wurden aus ihren Vitrinen genommen und er hat sie sich ansehen und sogar abfotografieren dürfen. Auch einige, die in privater Hand sind. Das hat natürlich viele Jahre gedauert. Welches sind denn die frühesten Korantexte? Der früheste Korantext ist wahrscheinlich der in Birmingham. Aber das sind nur 4 Seiten. Da kann man nicht viel vergleichen mit dem heutigen arabischen Text. Auf diesen Seiten finden wir nicht mehr als nur Teile der Sure 18, 19 und 20, in denen die Geschichte von den 7 Schläfern geschrieben steht oder die von Alexander dem Großen. Dazu haben wir auch interessante Videos veröffentlicht. Gibt es auch komplette Koranversionen aus dieser Zeit? Sehr bekannt sind diese 6 Schriften, die vor einigen Jahrzehnten noch traditionell dem 3. Kalif Uthman zugeschrieben wurden, ca. 20 Jahre nach dem Tod Mohammeds. Ein kurzer Rückblick. Also Mohammed bekam den Koran und er starb 632 und ungefähr 653 soll Uthman den Koran abgeschlossen haben. Er hat andere Koranvarianten verbrennen lassen, dazu haben wir ein Video veröffentlicht. Bis vor kurzem glaubten noch viele Menschen, dass Korankopien aus dieser Zeit von Uthman bis heute existieren. Und jetzt? Jetzt weiß man aber, dass diese 6 Schriften alle deutlich später geschrieben wurden, ca. 60 bis 160 Jahre später, dass sie nicht komplett sind und Unterschiede zueinander und zum heutigen Koran haben. Am berühmtesten von den 6 frühesten Koranversionen ist der aus dem Topkapi-Museum in Istanbul in der Türkei und der aus Samarkand in Usbekistan. Dann gibt es noch Ma'il in London, Petropolitanus in Frankreich. Dann Husseini in Kairo und dann noch den aus Sanaa, aus dem Jemen. Der letzte ist besonders interessant, weil es unter dem Text einen noch älteren Korantext gibt, der von dem heutigen Korantext massiv abweicht. Wie wird der Text eigentlich untersucht? Das ist die Vorgehensweise. Das gesamte Material einer Seite wird analysiert. Was für ein Papier wird genutzt, was für Tinte, die Linie auf der Seite, der Schriftstil, zu welcher Zeit passt das? Vielleicht gibt es Bilder und Dekorationen, die gezeichnet wurden, auf die ist besonders zu achten. Verschiedene Technologien und Stilarten kamen erst viel später dazu. In den ersten 100 Jahren sind in den arabischen Korantexten keine diakritischen Zeichen zu finden, also bis zur Mitte des 8. Jahrhunderts. Vereinheitlicht wurden diese zusätzlichen Zeichen im 9. oder 10. Jahrhundert. Wenn also Korantexte gleich mit diakritischen Zeichen geschrieben wurden, dann sind sie deutlich später geschrieben worden. Es gibt auch die Radiokarbondatierung, mit der man das Alter des Pergaments bestimmen kann, auf dem der Text dann niedergeschrieben wurde. Aber diese Methode ist oft zu ungenau, mit unterschiedlichen Ergebnissen. Zum Beispiel können manche Korantextfunde nach der Radiokarbondatierung sogar hunderte Jahre vor der Geburt Mohammeds niedergeschrieben worden sein, je nachdem, wo man das Material testen lässt. Und von diesen 6 Korantexten ist keines aus der Zeit von Uthman? 2 türkische Doktoren haben in ihren Studien 2002 bis 2007 herausgefunden, dass keine dieser Handschriften aus der Zeit von Uthman stammt und es auch keine direkten Kopien von Uthmans Zusammenstellung sind.
Einer der beiden Professoren ist der ehemalige Minister für religiöse Angelegenheiten in der Türkei und beide sind leitend in angesehenen islamischen Forschungseinrichtungen. Und sie haben herausgefunden, dass zum Beispiel der Topkapi-Text in seiner heutigen Form 2270 Unterschiede zum heutigen Korantext aufweist. Ein paar dieser Unterschiede verändern den Inhalt, wie wir im zweiten Teil des Videos herausfinden werden. Wir möchten uns einige dieser Abschreibfehler und/oder absichtlichen Korrekturen ansehen, die Dr. Alan Brubaker bisher veröffentlicht hat. In einigen Jahren wird er alle veröffentlichen. Machen ein paar Abschreibfehler und Korrekturen im Koran so viel aus? Das sind doch nur kleine Veränderungen. Auch in Manuskripten der Bibel gibt es das. Es handelt sich in den Korantexten nicht um ein paar Abschreibfehler. Es sind Tausende, die jetzt bekannt sind. Und es werden immer mehr entdeckt. Es stimmt, in biblischen Handschriften gibt es mehr Abschreibfehler und inhaltliche Unterschiede als im Koran. Normalerweise ist es so. Weil mehr alte Handschriften existieren, findet man auch mehr Unterschiede zwischen den Handschriften. Aber wäre es besser gewesen, alle fehlerhaften biblischen Texte zu verbrennen, damit das nicht auffällt? Die ersten Muslime haben diese Frage in Bezug auf die Koranmanuskripte mit einem Ja beantwortet. Laut islamischer Tradition sagten sie dann in etwa: Damit uns nicht dasselbe passiert wie den Christen mit den Evangelien, müssen wir etwas tun. So wurden die unterschiedlichen Korantexte eingesammelt und mit Feuer vernichtet. Laut der Bibel ist vor allem Jesus das Wort Gottes und deshalb fällt es einfacher, mit Abschreibfehlern und Veränderungen umzugehen. Wer sagt noch, dass die Bibel immer eine exakte Kopie des Originals war oder dass sich im Himmel eine perfekte Kopie befindet? Selbst in der Bibel finden wir so eine Lehre nicht. Aber zum Beispiel durch die Funde des Jesaja-Buches wurde wissenschaftlich eine sehr hohe Übereinstimmung mit der heutigen Bibel festgestellt. Der biblische Text wurde also sehr gut überliefert. Wir glauben, dass der Bibeltext zuverlässig rekonstruiert werden kann. Und in manchen Bibelversionen steht dann in der Fußzeile zum Beispiel die Geschichte von Jesus und der Ehebrecherin. Diese Geschichte ist in diesen und diesen Handschriften nicht zu finden. Auch im Theologiestudium wird das normalerweise gelehrt und transparent damit umgegangen. Anders wird über den Koran gelehrt. Hier sind Aussagen von Leitern aus der islamischen Szene. Der arabische Text, den wir heute haben, ist identisch mit dem, was den Propheten offenbart wurde. Nicht einmal ein einzelner Buchstabe wurde verändert während der Jahrhunderte. Heute wissen wir, das stimmt absolut nicht. Doch für manche ist das der Grund, warum sie an den Koran glauben. Gülen sagt über den Koran, der Text wurde nicht verändert, er wurde nicht bearbeitet seit seiner Offenbarung. Das stimmt auch nicht. Ein Ahmadiyya-Leiter sagt über den Koran, es ist kein Manuskript bekannt mit auch nur einer kleinen Variation bzw. Veränderung. Das kann man heute definitiv nicht mehr behaupten. Das ist nicht wahr. Zurzeit gibt es aber keine einzige Koranversion aus der Zeit von Osman, die eine perfekte Kopie des damaligen Korans wäre. Aber der Koran wurde auswendig gelernt. Und so könnte er doch zu 100% erhalten geblieben sein. Das wird heute oft gesagt, doch das ist nicht die Meinung der ersten Muslime, die den Koran von Mohammed haben. Dazu haben wir Videos veröffentlicht. Die ersten Muslime haben darüber gesprochen, dass manche Verse im Koran verloren gegangen sind, ersetzt wurden oder vergessen wurden, manche auch abrogiert. Teilweise gibt es ganze Abschnitte, die fehlen. Wir reden hier nicht über Vokalisation, diakritische Zeichen oder Lesearten, sondern über die Konsonanten, über den arabischen Korantext. Und auch danach, was wurde denn auswendig gelernt? Die Menschen haben einen arabischen Korantext vor sich und lernen ihn nach diesem Text auswendig. Und welchen haben sie benutzt? Den in Kairo oder den im Jemen? Welche Version war da im Umlauf? Der Wissenschaftler Dr. Brubaker dokumentiert in seinem Buch, dass manche Wörter und Sätze in manchen Orten über viele Jahrzehnte, teilweise Jahrhunderte anders waren. Es gab viele Abschreibfehler und wahrscheinlich auch inhaltliche Korrekturen. Bevor wir uns jetzt die konkreten Beispiele aus dem Buch ansehen, möchten wir dich bitten, diese Informationen nicht als Angriff zu werten, sondern sie sollen helfen, dass ein besseres Gespräch zum Thema Bibel und Koran möglich ist.